Hallo und willkommen bei Data Unity zum letzten Update des Jahres 2021, zum Dezember-Update von Power BI Desktop. Nach dem großen Update im November gab es hier etwas weniger Highlights, aber dennoch ein paar sehr interessante. Das sichtbarste und wohl auch das meist erwartete Update sind die sogenannten Sparklines in Matrizen und Tabellen. Diese lassen sich jetzt hier ganz einfach einfügen. Wenn ich in das Kontextmenü gehe, gibt es den Punkt Sparkline hinzufügen zu einem Wert. Dann sehe ich ein Kontextmenü und kann dann entscheiden, was soll für den Trend verwendet werden, zum Beispiel das Datum aus meinem Kalender. Und schon habe ich hier die Sparkline erstellt. Das wird mir hier wie ein normaler Wert dargestellt. Ich kann das verschieben. Ich könnte das auch umbenennen. Es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten, das zu formatieren. Also das aufgeräumte Menü ist jetzt nochmal wieder länger geworden, indem wir hier unten die Optionen für die Sparklines haben. Also ich könnte zum Beispiel hier das Ganze sogar vom Liniendiagramm zum Spaltendiagramm ändern. Ich kann die Breite ändern. Ich kann Marker setzen für bestimmte Werte. Und das Ganze ist natürlich auch komplett dynamisch, also wenn ich hier mir nur ein Quartal anschaue, dann ändern sich meine Sparklines mit dem Filter mit. In der Formatansicht gibt es jetzt neue Optionen, also was sicherlich erwähnenswert ist, ist die Möglichkeit in manchen Situationen die Größe der Datenmenge zu beschränken. Hier jetzt nicht in dieser Matrix, da sind wir noch nicht bei diesem Wert. Und sehr gut ist auch die Option, eine globale Texteinstellung vorzunehmen, was allerdings bisher bei mir sich nur als Theorie herausgestellt hat, weil es hat bei mir nicht funktioniert. Wenn jemand also eine Idee hat, gerne her damit, denn das wäre wirklich eine super Verbesserung, dass ich nicht die einzelnen Elemente einzeln in der Größe ändern muss. Solange das aber so ist, werde ich weiterhin den Theme Generator bei Point nutzen, wo das immer noch einfacher ist als in der Standardoberfläche. Dann gibt es auch angekündigte Updates im Service. Zum Beispiel ist angekündigt, dass wir die eigenen Änderungen beim Teilen von Power BI-Berichten über Links auch mitgeben können, also sowas wie Filter oder Lesezeichen. Das würde einfach über so einen Link zum Teilen mitgegeben werden. Funktioniert bei mir allerdings auch noch nicht. Wenn ich hier einen Link auswähle, habe ich diese Option nicht. Aber das ist erfahrungsgemäß ja so, dass das manchmal ein paar Tage braucht, bis Microsoft das überall nachzieht. Und eine weitere Änderung, die ja schon angekündigt war, sind die Hybrid Tables in Power BI Premium, also zusammengesetzte Tabellen aus Import und Direct Query, wo wir mit dem Incremental Refresh noch etwas mehr Performance rausholen. Das Ganze ist für Premium verfügbar, aber auch für Premium per User. Und ja, bei Berichten mit großen Datenmengen solltet ihr euch das auf jeden Fall anschauen. Das wird den Incremental Refresh nochmal verbessern. Und zu guter Letzt noch ein neues Visual, was ich erwähnen möchte. Von Zebra BI gibt es auch die Zebra BI Cards, mit denen KPIs dargestellt werden. Das Ganze ist auch schon über den App Store verfügbar, über Power BI, und auch kostenlos können wir hier bereits einige KPIs darstellen. Wenn ich hier zum Beispiel die Art von KPIs mitgebe und hier dann meine Ist-Werte bei Values, und dann kann ich noch das Vorjahr, das ist ja alles sehr schön strukturiert bei Zebra BI, und dann wähle ich am besten auch ein Jahr aus. Dann sehen wir hier, dass wir hier verschiedene KPIs dargestellt haben. Das Ganze ist ein Visual und da lässt sich einiges auch machen in Sachen Responsivität und Formatierungen. Ja, die gute Qualität, die wir von Zebra BI kennen, wirklich klasse. Wer da mehr zu wissen will, es gibt auch ein YouTube-Video natürlich von Zebra BI, das werde ich unten verlinken. Und
auch das Webinar, wo das Ganze vorgestellt wurde. Da könnt ihr euch gegen eure Kontaktdaten euch auch ein Webinar von über einer Stunde dazu anschauen. Ja, vielen Dank für das Mitmachen bei Power BI und für eure Aufmerksamkeit. Es freut mich immer wieder sehr, spannende Updates zu präsentieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch ein gutes Jahr hattet wie ich. Schöne Feiertage euch und bis zum nächsten Mal.